Mein Gast heute Abend für diesen The Latest Talk im Showroom von The Latest auf dem Kudamm in Berlin ist Ute Weiland. Ute Weiland ist Geschäftsführerin von Deutschland Land der Ideen, außerdem Herausgeberin des Buchs Die Macht der Ideen. Wenn man sich diese beiden Sachen mal anhört, dann macht es natürlich vollkommen Sinn, dass wir uns hier heute Abend an diesem Ort auf einen Drink zusammen einfinden. Und damit herzlich willkommen, Ute Weiland. Vielen Dank für die Einladung. Ute, 4 Jahre lang bist du jetzt schon Geschäftsführerin von Deutschland Land der Ideen. Das Ganze gibt es schon seit 2006, also seit 14 Jahren. Was sind denn so aus der Vogelperspektive, mal ganz groß gefragt, die großen Veränderungen, die du begleitet hast jetzt? Naja, wenn man so zurückdenkt an 2015, 16, dann war das so die Flüchtlingswelle. Ja? Deutschland hatte die Grenzen geöffnet und wir haben eine Willkommenskultur hier eingeführt, die aber auch zum Teil die Gesellschaft ein Stück gespalten hat. Und da konnte ich schon beobachten, dass es unter den Gründerinnen und Gründern eine starke Tendenz dazu gab, zum Thema Integration neue Wege zu finden und Innovationen einzuberufen. Und ich habe den Eindruck, dass die Unternehmerinnen und Unternehmer mehrheitlich jetzt auch nach einem Zweck ihrer Gründung suchen. Was sind denn noch so andere Begriffe, wenn man sagt Social Entrepreneurship oder so? Was sind noch die Sachen, die da rein? Das auf jeden Fall, aber man sieht natürlich auch einen starken Drang zur Diversity. Das ist ein großes Thema. Frauen in Führungspositionen ist ein großes Thema. Frauen als Gründerinnen ist ein großes Thema, natürlich auch vor allen Dingen in den letzten 2, 3 Jahren, was ich so beobachte. Aber wie bildet sich das bei Deutschland Land der Ideen ab? Kommt das auf die 50-50 bald ran oder ist das noch naja, in meinem Team gibt es nur noch einen Mann. Also ich habe ein ganz anderes Problem, ganz ehrlich. Von wie vielen? Von 10. Also ich nehme gerne Bewerbungen von Männern an. Ich suche auch gerade jemanden für eine Pressestelle. Aber Spaß beiseite. Der Trend verbessert sich auf jeden Fall, gar keine Frage. Gerade auch bei den Gründungen sieht man sehr viel mehr Frauen. Nichtsdestotrotz überwiegen immer noch die Männer. Und wenn man sich mit so einem Thema wie die Zukunft der Mobilität beschäftigt, was wir ja auch tun mit dem Deutschen Mobilitätspreis, also da muss ich schon sehr, sehr suchen. Vor ein paar Jahren habe ich mit Dorothee Bär noch als einzige Frau auf der Bühne gestanden und wir haben lauter Männer ausgezeichnet. Ich glaube, es ist Zeit für einen Drink. Kann das sein? Auch gerne. Okay, was soll es sein? Na, ich mag gern Gin Tonic. Dann machen wir den. Herzlich willkommen nochmal. Herzlichen Dank. Du hast gerade schon erzählt, dass es einige Änderungen gab, vor allem was so die Themen Diversity angeht. Was waren noch so Sachen, wo du sagst, das sind leider vielleicht Rückschritte, da müssen wir gegensteuern, da sind wir auch mit Deutschland Land der Ideen irgendwie dabei, so ein bisschen eine Art Korrektiv irgendwie einzunehmen? Naja, was heißt Rückschritte? Ich würde es vielleicht gar nicht Rückschritt nennen, aber was uns natürlich immer noch fehlt, ist die richtige digitale Infrastruktur. Also um das mal vom Großen und Ganzen her zu denken, also nicht nur für die Startups. Also man muss ja nur mit dem Auto von Berlin nach Potsdam fahren, da hat man zig Funklöcher. Gerade jetzt in den letzten Monaten während der Corona-Krise finde ich es unmöglich, dass wir es nicht schaffen, unsere Schulen so auszustatten, dass eben auch digitaler Unterricht möglich ist. Und was ich auch immer wieder beobachte, ist zum Beispiel, dass wir Deutschen es immer noch nicht so gut können, zu scheitern. Und dann vielleicht auch erfolgreich zu scheitern, ja, und dann beim nächsten Mal alles besser zu machen und aus den Fehlern zu lernen. Das ist eben eine Tradition oder das ist uns, weiß ich nicht, vielleicht auch noch ein bisschen steckt es in den Genen unserer Vorväter, dass man als Deutscher eben Made in Germany, dieses tolle Label, da muss immer alles 100%ig stimmen. Und wir schaffen es nicht, vielleicht Dinge auch mal 80%ig auf die Schiene zu setzen und dann einfach zu lernen und darin weiter zu entwickeln. Das mythische nach vorne scheitern. Gründen ist so ein bisschen die neue Band haben geworden. Kann das sein? Also was ich so mitbekomme, dass man plötzlich 15-Jährige kommen mit irgendeinem digitalen Produkt, das ich nicht verstehe, um die Ecke, sind aber voller Selbstbewusstsein und haben halt irgendwie 2 Business Angels, die nicht die Eltern sind, schon in der Hinterhand. Total toll bei Deutschland Land der Ideen und die Macht der Ideen. Das Wort Ideen natürlich, dieser zauberhafte Rohstoff. Wie kommt man an den ran? Wie kann man den Rohstoff kann man nicht erzeugen, der ist da quasi, aber der muss irgendwie gefördert werden. Wie schafft man das? Naja, dadurch, dass wir keine Rohstoffe in Deutschland haben und sicherlich auch keine mehr bekommen werden, müssen wir natürlich auf unsere Menschen setzen. Und ich bin da ein großer Fan vom Bildungssystem und proklamiere immer wieder, dass wir so viel wie möglich ins Bildungssystem stecken müssen und dass wir unser Bildungssystem endlich zukunftsfähig machen müssen. Also wir unterrichten ja zum Teil noch wie vor 100 Jahren unsere Großväter unterrichtet wurden. Frontal, kaum praxisorientiert, natürlich wenig mit digitalen Technologien und das muss sich, ich schätze mal, in den nächsten 5 Jahren absolut verändern, weil sich
wir kommen sonst in Hintertreffen. Letztes Jahr bei dem Gipfeltreffen in Davos hat Jack Ma gesagt, der Alibaba-Gründer, ich weiß nicht, ob es ein Bärendienst war für die Bildung, aber der meinte halt, so Skills wie meinetwegen Tanzen und Malen sind die Skills der Zukunft. Genau das habe ich gehört. Ja. Genau das habe ich gehört und habe gedacht, Wahnsinn. Da kommt ein chinesischer Gründer, der auch Lehrer war, bevor er dann gegründet hat und super erfolgreich gewesen ist und muss uns erzählen, was die zukünftigen Skills sein sollen, die unsere Kinder, nicht nur unsere Kinder, es geht ja um lebenslanges Lernen. Ja. Also ich hoffe, dass ich in 20 Jahren auch noch irgendwo aktiv sein werde und mich nicht auf irgendwelchen Liegestühlen rumwälzen werde. Aber das muss man doch heutzutage ausbilden, in Betracht ziehen. Wie schaffen wir dieses lebenslange Lernen und wie kriegen wir tatsächlich diese menschlichen Qualitäten noch stärker herausgearbeitet, für die wir stehen und die auch kein Computer ersetzen kann? Wow. Große Frage. In einem Trend, wo viele darüber sprechen, dass unsere Gesellschaft auseinanderdriftet, war es mir dann auch besonders wichtig zu zeigen, aber gerade in der Wirtschaft, im Unternehmertum gibt es eben ganz, ganz viele Ansätze, die das Verbindende in der Gesellschaft suchen und unterstützen wollen. Das ist auch mittlerweile, wenn man sich so Mission Statements von Startups durchliest oder von jungen Unternehmen, mittlerweile aber auch vom Mittelstand eigentlich, wo dann genau solche Aspekte irgendwie Einfluss finden. Das fand ich, ist auch eine Entwicklung wirklich der letzten Jahre. Das hat mich sehr überrascht, also dass quasi die Gesellschaft mitgedacht wird. Naja, und wenn ich Bewerbungsgespräche führe zum Beispiel, dann ist mindestens die 3. oder 4. Frage, wie kann ich denn tatsächlich eben auch einen Mehrwert für die Gesellschaft schaffen? Wie ist der Impact auch von so einer Institution wie Land der Ideen? Also das ist sehr viel bewusster in den Köpfen der jungen Leute. Vielleicht dazu noch eine Anekdote. Also ich habe das letzte Mal, dass ich im Startup selber gearbeitet habe, war 2013. Und das war noch so eins, wo wirklich die Gründer einen kleinen Raum hatten mit Matratze drin, wo sie sich halt eine Stunde hingelegt haben, nachts zwischen 2 Red Bull-Dosen und einfach wirklich gebaut haben. Das ist auch eine weitere Sache, die wir sehen, dass Leute halt sehr viel mehr das Thema Work-Life-Balance irgendwie ernst nehmen oder halt eine Erfüllung suchen in irgendwas und nicht den schnellen Schuss raus aus dem, was man aufbaut gerade. Naja, wenn du dir überlegst, früher haben wir das ja nicht Startup genannt, ne? Ja. Es hieß ja Existenzgründung. Oh wow. Kannst dich nicht mehr daran erinnern? Nee, nicht unter dem Begriff. Also ich habe vor 20 Jahren mal selber gegründet, da hieß es noch Existenzgründung. Und da haben wir auch Existenzgründerseminare bei uns abgehalten. Ne? Was waren da so die großen Learnings raus, was dir jetzt noch im Kopf ist, wo du sagst, okay, das hat mich echt geprägt, meinetwegen sogar? Naja, damals, was ich wirklich auch sehr schwierig fand, war eben die Finanzierung sicherzustellen. Also ich habe 1 Jahr gebraucht, um wirklich eine Grundfinanzierung zu haben, bevor wir unsere Produkte dann eben auch weiterentwickeln konnten. Und seitdem ging die ganze Schulung los. Dann kam irgendjemand an mit dem Elevator Pitch, dann kam jemand an, hat das Prinzip von Business Angel erklärt und so weiter und so fort. Wahnsinn, was sich verändert hat eigentlich. Also der erste Geldgeber, der hat zu uns gesagt, Businessplan brauche ich nicht, könnt ihr wieder wegschieben. Ich kenne euch, ich habe euch beobachtet, ich vertraue euch. Wie viel braucht ihr? 1 Million, alles klar. Ah ja, okay, so lief das. Ja, und das war für mich ein also fast ein Schock. Ne? Ja. Also da sagt jemand, ich brauche deinen Businessplan nicht, an dem ich jetzt irgendwie 2 Monate gesessen hatte, Tag und Nacht und schön gemacht habe und so weiter. Und dann sagt er, ich habe euch beobachtet, ich weiß, was ihr da gemacht habt, ich vertraue euch und 1 Million ist okay. Das ist absoluter Gründer-Romance gerade. Ja. Das sollte man eigentlich aufschreiben. Wenn wir so ein bisschen über Innovation reden, was haben wir die ganze Zeit gemacht? Neue Konzepte, wie bringt man auch neue Produkte an den Mann und sowas. Und dann sitzen wir hier gerade eigentlich so in dieser Show, wo Leute mit ihren neuen Shots rausgehen und sowas. Welchen Eindruck hast du davon gerade bekommen, von dem Konzept generell? Also ich war total neugierig, als ich jetzt hier reingekommen bin und ich habe das ja auch schon im ersten Augenblick gesehen, dass ich wahnsinnig interessiert wäre, alles mal auszuprobieren. Also ich mag einfach Produkte und Entwicklungen, die ich nicht überall kaufen kann. Und da bin ich hoffentlich genau in der Zielgruppe von The Latest und werde hier immer wieder reinschauen und hoffe, dass ich immer wieder neue Anregungen bekomme, weil die Sachen, die hierher kommen, die sind ja noch nicht überall zur Verfügung und zu kaufen. Und was ich toll finde, ist, dass man eben den Startups, die ihre Produkte hier auch präsentieren, die Möglichkeit gibt, auch eine Art Kundenbefragung und so weiter mitzumachen, damit sie auch lernen können. Also falls noch etwas noch nicht ganz ausgereift ist, kann man da noch ein bisschen weiterentwickeln. Das finde ich ein super Konzept. Guck mal noch ein bisschen sehr viel weiter. Guck mal noch wirklich in die Zukunft. Das heißt, so die nächsten 5 Jahre, 10 Jahre. Was soll sich da tun? Was wird sich da tun, deiner Erwartung nach? Ich bin ja Optimistin von Hause aus. Also wenn man für ein Land der Ideen arbeitet, dann ist das ganz logisch.
Ich würde mir ein paar Sachen wünschen wollen für die nächsten 10 Jahre, wohl wissend, dass sie nicht so eintreten werden. Und dazu gehört natürlich ein sehr viel besseres, zukunftsfähiges Bildungssystem. Dazu gehört, dass unsere Gesellschaft offen und tolerant bleibt und Platz für jeden bietet. Dazu gehört, dass unsere Regierung die Nähe zum Bürger wiederfindet und nicht irgendwo abgehoben Entscheidungen trifft. Dazu gehört natürlich ganz aktuell auch, dass wir die Corona-Krise überwinden und daraus gestärkt hervorgehen mit neuen Ideen, vielleicht der Digitalisierung einen ordentlichen Schub gegeben zu haben. Und natürlich würde ich mir wünschen, dass unsere Wirtschaft so stark ist durch den Mittelstand, durch unser Rückgrat hier in Deutschland, dass wir sagen können, in 10 Jahren, die Marke Made in Germany ist immer noch und wieder etwas wert. Das sind Wünsche, die, glaube ich, wirklich jeder nachvollziehen kann und die auch wirklich jeder unterschreiben würde. Herzlichen Dank, Ute. Sehr gern, hat mir viel Spaß gemacht. Danke, mir auch. Das war's von The Latest Talk hier im The Latest Showroom auf dem Kudamm in Berlin. Schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn wir uns mit spannenden Gästen dem Thema Innovation und dem Zauber des Neuen widmen. Bis bald.